Altkanzler Gerhard Schröder hat keinen Anspruch auf ein vom Bundestag finanziertes Büro und entsprechendes Personal. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Damit kann sich der Altkanzler auch in zweiter Instanz nicht vor Gericht durchsetzen. Die Ampelkoalition hatte die Bezahlung von Büros neu geregelt. Sie ist nun abhängig davon, ob die Ex-Politiker noch Aufgaben im Zusammenhang mit ihrem früheren Amt übernehmen. In der Begründung hieß es, der Altkanzler nehme keine Verpflichtungen im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit wahr. Vor dem Entzug des Büros hat es heftige Kritik an Schröders Verbindungen zu Russland und seiner weiterhin trotz des Ukraine-Kriegs engen Freundschaft zum russischen Präsidenten Putin gegeben. Und Philippa Vögeding ist für uns vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Philippa, eine schwere Schlappe also für den Altkanzler. Aber ist tatsächlich denn in dieser Causa schon das letzte Wort gesprochen? Nun, das ist es noch nicht. Er kann immer noch Revision einlegen. Man muss auch sagen, du hast gerade diese Russlandnähe angesprochen. Die wurde hier heute im Gericht nur ganz wenig thematisiert. Die hatte ja auch in der originären Entscheidung des Haushaltsausschusses vor 2 Jahren erst einmal keine Rolle gespielt, zumindest offiziell. Damals war die Begründung, weil er eben diesen nennenswerten Verpflichtungen als Altkanzler nicht mehr nachkommen würde. Dennoch, der zeitliche Zusammenhang zwischen dieser Entscheidung im Bundestag und dem Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, den kann man nicht verachten, der ist nicht zu übersehen. Das haben auch die Anwälte Schröders heute hier noch mal klargemacht. Trotzdem folgte das Gericht heute der Entscheidung der ersten Instanz und wir hören jetzt auch noch mal rein in das Statement der Pressesprecherin des Gerichts. Das Gericht hat heute entschieden, dass es keinen Rechtsanspruch eines ehemaligen Bundeskanzlers darauf gibt, ein Büro in den Räumen des Bundestages zur Verfügung gestellt zu bekommen mit Sach- und Personalausstattung. Der Senat hat ausgeführt, dass es zwar seit den 1960er Jahren ständige Praxis des Haushaltsausschusses des Bundestages sei, scheidenden Bundeskanzlern ein Büro zur Verfügung zu stellen. Dafür gibt es aber keine Rechtsgrundlage. Ein Rechtsanspruch folgt auch nicht aus Gewohnheitsrecht oder aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Diese Büros werden nur im öffentlichen Interesse zur Verfügung gestellt, nämlich zur Erfüllung aus dem Amt nachwirkender öffentlicher Aufgaben. Das ist keine Begünstigung einer Individualperson. Das heißt, ein Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden. Hier wurde also ganz klar unterschieden zwischen der privaten und der öffentlichen Person Gerhard Schröders, auch in seinen Verpflichtungen. Doch dazu muss man wissen, dass es schon etwa 2018 eine Untersuchung des Bundesrechnungshofes gab bei 6 Altkanzlern und Altpräsidenten, die ergab, dass sie alle ihre Büros und ihre Mitarbeiter für private Tätigkeiten nutzen, für andere Erwerbstätigkeiten und sie teilweise auch an ihre Ehefrauen ausleihen. Und da fragt man sich dann als Beobachter eben doch, warum jetzt bei Altkanzler Schröder hier diese strenge Linie gezogen wird, zumal er sehr lange Kanzler der Bundesrepublik war und trotz seiner Russlandnähe in vielen politischen Fragen auch immer noch Ansehen genießt. Und man wird einfach das Gefühl nicht los, dass diese Russlandnähe Schröders auch hier eine große Rolle spielt. Philippa, danke für diese Einordnungen vor das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.